Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns erstmal auf meinem Main-Account, denn dort können wir heute ein Level-Up abholen. Das machen wir jetzt auch mal gleich. Zack, let's go. Das wollte ich noch im Video haben, denn eigentlich geht es heute um ein anderes Thema. Und zwar den Paladin und wie so seine Nachhaltigkeit auf neuen Serverstarts so aussieht. Ja, wir haben ja jetzt bald den nächsten Server, der jetzt rauskommt. EU18 steht quasi schon in den Startlöchern. Ihr seht es hier oben, 4 Tage noch, am Freitag geht das Ding online. Da werden wir, by the way, auch wieder streamen auf Twitch. Da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Und ja, ansonsten hatte ich ja auch schon in einem der letzten Videos darauf verwiesen gehabt, dass wenn ihr irgendwie vorab eine Gilde sucht oder Spieler für eure Gilden sucht, sehr gerne auch auf meinen Discord vorbeischauen könnt. Dort trudeln immer mehr Leute ein und sagen Hallo und ja, wir werden hier in der Gilden- und Spielersuche Abteilung, ja, Gilden und Spieler suchen halt eben, und es haben sich auch schon ein paar gefunden auf jeden Fall für EU18. Es freut mich immer sehr zu sehen. Falls ihr auch noch auf dem neuen Server eine Gilde suchen solltet, dann könnt ihr sehr gerne auch auf meinen Discord vorbeischauen. Link findet ihr dazu auch unten in der Videobeschreibung, und dann wünsche ich euch da auf jeden Fall sehr viel Erfolg bei. Ja, ansonsten, was mich extrem interessiert hat, ist ja dadurch, dass auf EU17 der Paladin ja erschienen ist, mehr oder weniger. Ne? Also er ist ja ein paar Tage vorher schon erschienen, aber EU17 war halt der Server gewesen, also der erste Server, nachdem der Paladin released worden ist, und deswegen war hier auch die Pickrate natürlich extrem hoch. Und es hat mich halt sehr interessiert, jetzt mal zu sehen, wie es auf EU18 dann aussieht, auf den folgenden Servern. Ob der Paladin immer noch seinem Hype gerecht werden kann und ob sich ja, der Klasse viele Spieler verschreiben so, weil an sich ist es eine sehr coole Klasse. Er hat eine große Fanbase und viel macht die Klasse an sich eigentlich gar nicht so falsch, muss ich sagen. Weil sie findet auf jeden Fall sehr guten Anklang innerhalb der Community. Und da wollen wir jetzt nochmal ganz kurz schauen, denn wir haben ja tatsächlich schon die Vorregistrierungsstats für EU18 schon draußen. Und dort können wir natürlich dann auch mal gucken, wie so das Verhältnis an Klassen ist. Ja? Wenn wir nochmal ganz kurz einen Blick auf EU17 schauen, bevor wir rübergehen, dann können wir das Ganze nochmal ganz kurz vergleichen, wie es aussieht. Hier haben wir ja den Server, wie gesagt, ja, der released, oder beziehungsweise der erste Server, der nach dem Klassenrelease online gekommen ist, und da ist natürlich klar, dass die neue Klasse hauptsächlich gespielt wird. Wir haben hier eine ja, Pickrate von 34,4%. Die war anfangs sogar noch höher gewesen. Ich glaube so um die 50-60%. Also 60% war, glaube ich, in der Vorregistrierungsphase. Nachher, als er online war, ist er schon auf 50-40 irgendwie so gedroppt. Jetzt ja, verliert die Klasse immer weiter an Prozente, aber sie ist trotzdem natürlich immer noch sehr dominant hier auf dem Server. Ne? Das kann man ja nicht anders sagen. So, und wenn wir jetzt mal auf EU18 schauen, dann können wir uns tatsächlich schon einen ersten Einblick verschaffen, wie die Klasse auf neuen Servern performt. Ja? Das ist natürlich jetzt erstmal nur ein erster Einblick, weil wir haben jetzt momentan gerade die Vorregistrierungsphase, und ja, die meisten Leute kommen dann halt eben erst während oder nach dem Server-Release halt eben auch noch so immer nachträglich dann dazu. Das heißt, man kann das Ganze hier nicht komplett jetzt fix machen, das ändert sich immer noch. Und ja, hier haben wir jetzt EU18, die Stats von EU18. Wir sehen leider nicht, wie viele Leute sich schon auf dem Server registriert haben. Ich glaube, das kann man nicht beobachten, großartig. Ja, auf jeden Fall befinden wir uns jetzt hier auf EU18, haben hier schon die Spieler, die hier drauf registriert sind. Ja? Und wenn wir jetzt halt einfach mal auf Analysen gehen, dann haben wir das eben gerade schon gesehen, ist tatsächlich der Paladin wirklich noch mit 23,3% die führende Klasse zum Serverstart. Also wir sehen immer noch vermehrt Paladine, die auf dem folgenden Server jetzt auch ja, tatsächlich spielen. Finde ich sehr interessant, das Ganze mal so zu beobachten. Ich hatte mir schon fast gedacht, dass der Paladin trotzdem immer noch
führen wird, allerdings mit einer abgeschwächten Prozentzahl. Ja, und das ist jetzt tatsächlich auch so eingetroffen. Wir haben hier 23,3%, die den Server EU18 bisher dominieren. Wie gesagt, das kann sich immer noch alles ändern und wird sich auch noch ändern in Zukunft, wenn immer mehr Leute hier auf dem Server erscheinen. Aber das ist erstmal so der erste Einblick und das zeigt erstmal schon eine Tendenz auf, einen Trend, in welche Richtung das ungefähr auf dem Server gehen wird. Ne, gefolgt direkt vom Magier tatsächlich, also einer der OG-Klassen immer noch sehr stark, auch in vergangenen Serverstarts am Performen auf jeden Fall. Die OG-Klasse von den dreien, die bei den Serverstarts immer noch am meisten, ja, sich am meisten Beliebtheit erfreut. Und danach haben wir tatsächlich dann die Standard, ja, Dungeon-Push-Server-Start-Klassen, will ich sie mal so nennen. Das ist so der Berserker, der Nekromant und der Dämonenjäger. Das sind eigentlich so die Top 3 Klassen, die auch in der Vergangenheit immer gepickt worden sind. Dadurch, dass der Paladin tatsächlich auch eine gewisse Randomness hat, ist er tatsächlich gar nicht so verkehrt. So, also der Paladin, man sieht, es hat eine große Fanbase. Ich bin gespannt, wie es auf EU18, auf EU19 und auf EU20 vor allen Dingen wird. Ob der Paladin dort immer noch seinem Hype gerecht werden kann oder nicht, das werden wir sehen. Ja, ansonsten haben wir hier die Aufteilung, wie es so ungefähr üblich ist, sag ich mal. Ja, Bade, Druide und Krieger sind wie immer leider, aber es muss ja irgendwo ein Schlusslicht geben. Das Schlusslicht, Krieger wirklich die Klasse, die jetzt wirklich mit am unbeliebtesten geworden ist. Es hat bestimmt auch damit zu tun, dass der Paladin halt eben als zweite Schildklasse den Krieger jetzt auch so ein bisschen mehr auch obsolet gemacht hat irgendwo, beziehungsweise ein bisschen uninteressanter gemacht hat für viele neue Spieler auch, denke ich mal. Der Krieger war vorher schon nicht so beliebt bei Serverstarts und jetzt durch den Paladin erst recht. Also ich denke mal, in ferner Zukunft wird bestimmt nochmal irgendwas mit dem Krieger passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Klasse hier ja bei dieser Pickrate so, wenn sie das sehen, so belassen. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir aber vorstellen, dass irgendwie nochmal was passiert, dass so ein kleiner Mix irgendwie passiert. So, ne? Also irgendwo, versteht mich nicht falsch, irgendwo muss eine Klasse irgendwo immer ein Schlusslicht sein. Aber ich glaube irgendwie, dass da noch was passiert. Ja, Druide auch wieder abgeflacht, nachdem er seinen Buff bekommen hatte. Reicht sich auch wieder jetzt hier ganz hinten ein. Der Bade sowieso immer. Das ist hier alles so eine Ebene immer. Und leider eben auch der Kampfmagier auch nicht sehr stark am Performen. Ja, das wollte ich euch nur mal ganz kurz mal so zeigen. Den ersten Einblick auf EU18, wie es da so aussieht. Und ja, wir können uns ja auch schon mal einen Account erstellen für die neue Welt. Ist jetzt nur die Frage, was nehmen wir? Ich werde auf EU18 natürlich auch spielen. Ich werde das auch streamen, den Serverstart auch, werden wir alles machen. Aber ja, ich werde da natürlich nicht langfristig großartig reingehen, das nicht. Ja, und deswegen nehme ich meistens immer Dungeon-Push-Klassen, die halt eben, ja, relativ easy zum Anfang zu spielen sind, wo man schnell pushen kann, so, ne? Aber ich glaube, dadurch, dass wir das jetzt schon immer gemacht haben, jetzt die ganze letzte Zeit lang, werde ich, glaube ich, mal einfach einen Magier spielen. Ich glaube, ich werde mal einen Magier wieder mal auspacken zum Serverstart. Ja, ich werde die Klasse ja, wie gesagt, sowieso nicht langfristig spielen, aber ja, schon mal so, ja, mal wieder so ein Magier im Early Game. Ich denke mal, das können wir machen. Da stellen wir uns das Ganze mal. Ja, nehmen wir hier den Namen Dorsor. Let's go. Und speichern uns das Ganze mal. Zack. So, und da ist auch das Profilbild und die Pilze gut geschrieben. Ja, der Creator-Bonus hier ist aktiv auf jeden Fall. Und ja, so sieht das Ganze aus. Haben wir uns einen Magier jetzt mal wieder erstellt. Ne? Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf den Serverstart. Ne? Wird mal wieder ganz cool. Bisschen reinpushen, bisschen gucken, was da so geht. Und ja, habe mich jetzt halt, wie gesagt, für eine der Klassen entschieden, die sowieso relativ beliebt ist auf jeden Fall. Und warum denn halt nicht? Ne? Hier, ich sehe hier sogar, habe ich hier noch sogar den Survival-Dorzer hier. Ja. Was ist das denn? Dorzer Griefer, Survival-Projekt. Was ist das denn? Dorzer Griefer. Alter.
Da wurde ich tatsächlich versucht abzufahren. Ja, aber ich hatte ja gesagt, die Kämpfe zählen nicht für die, ja, wenn mich jemand angreift. Äh, okay. Ja, lustig auf jeden Fall, hier mal wieder reinzuschauen. Ist schon eine Zeit lang her. Aber ja, da wurde ich tatsächlich, ja, guck mal hier. Das gibt's ja wohl nicht. Das ist ja wohl eine absolute bodenlose Frechheit. Aber ich hatte ja sowieso gesagt, dass ich nicht, ja, hier großartig, ne, dass hier nicht die Kämpfe zählen. Genau aus so einem Grund. Deswegen, wenn man sowas zählen lässt, so ein Projekt muss man halt immer geheim halten. Ne? Das kann man nur immer bis zu einem bestimmten Grad, sag ich mal. Wenn man die erste Folge veröffentlicht, ja, dann wissen schon alle, wo man spielt, so mäßig, ne? Und deswegen muss man das entweder alles vorab produzieren, so, ne? Deswegen, das ist immer gar nicht so einfach. Deswegen habe ich meistens auch immer 2, 3 Folgen direkt am Stück rausgehauen. Das war natürlich auch nicht die beste Lösung, weil es war natürlich nachher zum Ende ein bisschen öde tatsächlich, weil nicht so viel passiert ist irgendwie. Aber es war für mich so eine Art, sag ich mal, Notlösung, so für die Überbrückung, für einen Urlaub, sag ich mal. Und dafür war es, denke ich mal, okay. Man hätte es natürlich noch cooler gestalten können und noch ein bisschen mehr rauszögern können, alles. Aber ich denke mal, so für so zwischendurch ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja. Okay, Freunde, das soll es aber erstmal soweit gewesen sein dazu. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall sehr gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.